cried and cried, and I said, I am not prepared for that. And I have to confess, even up to now. Luis Antonio Tagle, eine der angesehensten Stimmen in der katholischen Kirche, hat gerade eine große Ankündigung gemacht. Und das unmittelbar nach einer herzzerreißenden Entdeckung, die Gemeinden in aller Welt erschüttert hat. Es ist die Art von Nachricht, die einen innehalten lässt, nicht nur als Katholik, sondern auch als Mensch. Kreuzen Sie eine 1 an, wenn Sie der Meinung sind, dass religiöse Führer in Krisenzeiten mehr sagen sollten, oder eine 0, wenn Sie glauben, dass Schweigen genauso wirkungsvoll sein kann. Ich möchte wissen, wie Sie darüber denken, bevor wir weitermachen. Nun, das ist wirklich passiert. Der stille Kampf. Obwohl Luis Antonio Tagle schon seit geraumer Zeit als ernsthafter Kandidat für das Papstamt gehandelt wird, ist sein Weg zum Papst nicht frei von Herausforderungen. Sein Charisma, sein umfangreiches Fachwissen und seine weltweite Anziehungskraft haben ihm viel Lob eingebracht. Dennoch stellen Kritiker regelmäßig in Frage, ob er in der Lage sein wird, aus dem Schatten von Papst Franziskus herauszutreten und seinen eigenen Führungsstil zu entwickeln. Analysten analysierten seine Ansichten zu entscheidenden Fragen, darunter seine Haltung zu China, sein progressives Image und seine Fähigkeit, eine zersplitterte Kirche zu versöhnen. Diese Bedenken vertieften sich, als Experten seine Ansichten zu diesen Themen untersuchten. In Kirchenkreisen auf der ganzen Welt hat Tagles Zurückhaltung, sich öffentlich gegen China auszusprechen, zu erheblichen Meinungsverschiedenheiten geführt. Das umstrittene Abkommen zwischen Papst Franziskus und der Kommunistischen Partei Chinas, KPC, das die Beziehungen zwischen dem Vatikan und China verbessern sollte, stößt auf den Widerstand anderer, die glauben, dass es die Ideale, die die Kirche hochhält, schmälert. Tagle, der eine ähnliche vorsichtige Haltung wie Franziskus einnimmt, hat es vermieden, die Autorität der chinesischen Regierung öffentlich in Frage zu stellen. Gegner behaupten, dass dieses Schweigen eine Verbindung zwischen ihm und der offensichtlichen Nachsicht des Vatikans gegenüber der Kommunistischen Partei Chinas, KPC, darstellen könnte. In Anbetracht der bedeutenden Positionen, die Tagle innerhalb des Vatikans innehat, haben Kritiker darauf hingewiesen, dass diese Zurückhaltung unter den gegebenen Umständen besonders bemerkenswert ist. Tagle hat großen Einfluss auf die Bemühungen der Kirche, Menschen auf der ganzen Welt zu erreichen, ausgeübt. Von 2019 bis 2022 war er Präfekt der Kongregation für die Evangelisierung der Völker und danach Propräfekt des Dikasteriums für Evangelisierung, das die Nachfolge der früheren Organisation angetreten hat. Er hat sich nur selten zu den Herausforderungen geäußert, mit denen die Christen in China konfrontiert sind, obwohl er eng in die Gespräche über das Abkommen zwischen dem Vatikan und China eingebunden ist. Dieses Problem wird durch Tagles Vorgeschichte noch komplizierter, die ihm eine weitere Dimension verleiht. Da er philippinischer Abstammung ist und auch chinesisches Blut in sich trägt, stammt er aus einem Land, das derzeit in territoriale Streitigkeiten mit China verwickelt ist. Diese Beziehung veranlasst einige Beobachter zu der Frage, ob er sich mit politisch umstrittenen Themen befassen würde, falls er das Amt des Papstes übernehmen sollte. Sie sind der Meinung, dass die Tatsache, dass er zögert, eine eindeutige Haltung zum Abkommen zwischen dem Vatikan und China einzunehmen, Fragen über seine Fähigkeit aufwirft, mit anderen geopolitischen Herausforderungen umzugehen, die in der Zukunft auftreten könnten. Diese mangelnde Reaktion war besonders während des Prozesses gegen Kardinal Joseph Zen zu spüren, der ein großer Kritiker des Abkommens war, das der Vatikan vor Prozessbeginn mit China geschlossen hatte. Das Dilemma, in dem sich Zen befand, verdeutlichte die anhaltenden Schwierigkeiten, die zwischen der Kirche und Peking bestehen, obwohl der Prozess verschoben wurde. Der Papst hatte eine diplomatische Haltung gegenüber China eingenommen und sogar versucht, während seines Aufenthalts in Kasachstan ein Treffen mit dem 11. chinesischen Präsidenten Jinping zu arrangieren. Dieses Treffen kam jedoch nicht zustande. Er enthielt sich eines Kommentars zu diesen Entwicklungen, was seine Gegner dazu veranlasste, Tagle als Komplizen einer Politik zu betrachten, von der einige glaubten, sie schade der moralischen Position der Kirche. Tagle, der die auf Dialog ausgerichtete Strategie von Franziskus unterstützte, enthielt sich eines Kommentars zu diesen Entwicklungen. Die Entscheidung von Tagle, sich mit Papst Franziskus zu verbünden, hatte sowohl positive als auch negative Folgen. Es war nicht ungewöhnlich, dass sein Diskurs dem von Franziskus ähnelte, insbesondere in Bezug auf Migration, Inklusion und Diskussion.
Allerdings war er auch fest mit dem Erbe des jetzigen Papstes verbunden, was konservativere Kräfte innerhalb der Kirche befremden könnte. Diese gemeinsamen Prinzipien sprachen die Progressiven an, aber sie banden ihn auch an die Geschichte des Papstes. Diejenigen, die gegen die Kirche waren, sagten, dass sie eine Führungspersönlichkeit brauche, die in der Lage sei, Unabhängigkeit zu zeigen und eine neue Perspektive zu bieten. Es gab eine Reihe von Einwänden gegen Tagles Leistungen auf den Philippinen, was die Durchführung seiner Kampagne erschwerte. Als Erzbischof von Manila wurde er beschuldigt, Parteipolitik zu betreiben, indem er die Regierung des ehemaligen Präsidenten Rodrigo Duterte öffentlich kritisierte. Dieser Vorwurf wurde während seiner Amtszeit gegen ihn erhoben. Kritiker sagten, Tagle habe Predigten mit politischen Aussagen zugelassen, die spalterisch waren, was nach Ansicht einiger Leute gegen die in der Verfassung vorgeschriebene Trennung von Kirche und Staat verstieß. Einige andere stellten in Frage, ob sein Engagement in der Politik seine Aufmerksamkeit von seiner Konzentration auf die geistliche Führung ablenkte. Die Art und Weise, wie Tagle während seiner Amtszeit in Manila mit Fällen klerikalen Fehlverhaltens umging, stieß auf erhebliche Kritik. Seine Kritiker behaupteten jedoch, dass er einige Mitglieder des Klerus nicht in akzeptabler Weise zur Rechenschaft zog, was Zweifel an seiner Fähigkeit aufkommen ließ, Disziplin innerhalb der Kirche durchzusetzen. Viele waren der Meinung, dass seine scheinbare Nachsicht seine Chancen auf eine starke Führungsrolle schmälerte, insbesondere angesichts der Erwartungen, die mit dem zukünftigen Papst verbunden sind. Dennoch blieb Tagle eine wesentliche Figur im Prozess der Festlegung des Weges, den die Kirche einschlagen würde. Seine Stellungnahmen zum Zweiten Vatikanischen Konzil stießen auf Bewunderung, auch wenn sie einige Kontroversen auslösten. Tagle war Mitglied des Redaktionsausschusses des Buches Significant History of Vatican II und er war verantwortlich für die Abfassung eines Kapitels, in dem die Handlungen von Papst Paul VI auf dem Konzil analysiert wurden. Obwohl seine analytische Analyse gelobt wurde, gab es viele, die die Meinung vertraten, sie sei nicht objektiv. Trotzdem zeigte seine Unterstützung der Methode von Papst Paul VI, die verschiedene Standpunkte einbezog, dass er ein solides Verständnis für die komplexe Dynamik hatte, die mit der Leitung der Kirche verbunden ist. Neben seinen akademischen und häuslichen Verpflichtungen sah sich Tagle mit einer Reihe weiterer Probleme konfrontiert. Er hatte mit mächtigen Gegnern innerhalb des Kardinalskollegiums zu kämpfen, wie dem Kardinal William Goh aus Singapur, der ein Talent dafür hatte, bei konservativen Organisationen Anklang zu finden. Dank Gohs Fähigkeit, über ideologische Differenzen zu verhandeln, konnte er sich einen strategischen Vorteil verschaffen. Die Befürworter von Tagle argumentierten, dass sein progressiver Standpunkt und seine globale Anziehungskraft ein Hoffnungsschimmer für die Zukunft der Kirche seien, trotz der Hindernisse, die ihm in den Weg gelegt wurden. Obwohl Kritiker anmerkten, dass er sich mit seinen vermeintlichen Schwächen auseinandersetzen müsse, um seine Kandidatur zu stärken, waren viele der Meinung, dass seine Betonung der Offenheit und des Gesprächs die Kirche durch die Krisen, die überall auf der Welt auftreten, führen könnte. Auf welche Weise hat Tagles Entdeckung zu der bedeutenden Ankündigung geführt, die er gemacht hat? Und was war die Entdeckung selbst? Die große Ankündigung. Eine sehr emotionale Schlussfolgerung veranlasste Kardinal Luis Antonio Tagle, eine prominente Führungspersönlichkeit der katholischen Gemeinschaft in der ganzen Welt, vor nicht allzu langer Zeit zu einer wichtigen Ankündigung. Diese Erkenntnis hat eine Diskussion ausgelöst, bei der es um die Verflechtung seiner persönlichen Werte mit seinen Hoffnungen für die Kirche geht. Bei einer Sondersitzung im Vatikan sprach er über die schwerwiegenden Probleme, mit denen Randgruppen heute konfrontiert sind, sowie über die Aufgabe der Kirche, sich diesen Herausforderungen zu stellen. Der Kardinal bezeichnete die zunehmenden Schwierigkeiten, mit denen christliche Gemeinschaften, die überall auf der Welt verfolgt werden, konfrontiert sind, als herzzerreißendes Bewusstsein und ergriff die Initiative zu dieser Erklärung. Im Laufe seiner Tätigkeit als Leiter der Kongregation für die Evangelisierung der Völker und später des Dikasteriums für die Evangelisierung schilderte Tagle seine Erfahrungen. In dieser Zeit stieß er auf unzählige Berichte über christliches Leid, vor allem in Regionen, in denen die religiösen Freiheiten stark beschnitten werden. Aufgrund dieser Erkenntnisse habe er beschlossen, sich proaktiv mit diesen drängenden Problemen zu befassen. Im Rahmen seines Vortrags stellte Tagle ein neues Programm vor, mit dem die Hilfe für verfolgte Christen in aller Welt verstärkt werden soll.
Er schlug nicht nur robustere diplomatische Maßnahmen zum Schutz der Religionsfreiheit vor, sondern präsentierte auch eine umfassende Strategie, die darauf abzielt, den Bedürftigen sowohl praktische als auch geistliche Hilfe zukommen zu lassen. Einer der wichtigsten Momente in seiner Amtszeit ist dieses Programm, das den Namen Glaube in Solidarität trägt. Es unterstreicht die Verantwortung der Kirche, in Krisenzeiten entschlossen zu handeln. Tagle betonte, dass die Inspiration für dieses Projekt aus seinen eigenen Beobachtungen und seinen Reisen in Länder, die Krieg erleben, stammt. Er beschrieb eine Reise in eine vom Konflikt verwüstete Region des Landes, wo er Menschen begegnete, die wegen ihres religiösen Glaubens alles verloren hatten. Die Widerstandsfähigkeit und das unerschütterliche Bekenntnis zu ihren Grundsätzen, das sie selbst im Angesicht der Verfolgung an den Tag legten, haben ihn sehr beeindruckt. Tagle wies darauf hin, dass ihr Leid ein Trompetenruf zum Handeln sei, der die Notwendigkeit für die Kirche hervorhebe, sowohl mit einem Gefühl der Dringlichkeit als auch des Mitgefühls zu reagieren. Mit dieser Erklärung änderte Tagle seine Haltung zu einigen der umstrittensten Themen, die die Kirche plagten, erheblich. Er reagierte freimütig auf die Vorwürfe, die gegen ihn erhoben wurden, weil er angeblich zu politisch umstrittenen Themen geschwiegen habe, insbesondere zu denen, die die Beziehungen zwischen dem Vatikan und China betrafen. Obwohl er den Pakt zwischen dem Vatikan und China nicht ausdrücklich erwähnte, räumte er ein, dass es schwierig sei, mit Ländern, die die Religionsfreiheit einschränken, Gespräche zu führen. Tagle betonte, dass sein neues Projekt einen Schwerpunkt auf Offenheit und Rechenschaftspflicht legen wird und bekräftigte damit das Engagement der Kirche für den Schutz ihrer Mitglieder, die am meisten gefährdet sind. Aufmerksame Beobachter der Situation stellten fest, dass diese Erklärung eine Abkehr von Tagles früherem vorsichtigen Tonfall darstellt. Viele lesen darin den Versuch, einen eigenen Führungsstil zu entwickeln, der sich von dem von Papst Franziskus unterscheidet, mit dem er häufig verglichen wird. Tagle zeigte den Willen, sich den Problemen zu stellen, indem er auf die an ihn gerichtete Kritik einging, insbesondere auf seine Zurückhaltung bei der Behandlung heikler Themen. Dies ist eine Eigenschaft, die viele Menschen als unabdingbar für jeden ansehen, der davon träumt, Papst zu werden. Ein namhafter Kritiker des Abkommens zwischen dem Vatikan und China, Kardinal Joseph Zinn, steht derzeit wegen seiner Rolle bei der anhaltenden Verfolgung vor Gericht. Der Zeitpunkt der Erklärung war besonders bemerkenswert, weil sie mit dem Prozess zusammenfiel. Obwohl Tagle sich nicht zum Prozess selbst äußerte, wurde seine Betonung der Solidarität mit verfolgten Christen als subtile Anerkennung der Notwendigkeit der Kirche interpretiert, Menschen zu helfen, die ihr Leben für ihren Glauben in Gefahr bringen. Diejenigen, die Tagles Vorschlag ablehnen, haben ihre Bedenken darüber geäußert, ob er tatsächlich einen echten Wandel herbeiführen würde oder ob er nur als Ablenkung von früheren Skandalen dienen würde. Die Fähigkeit dieser Person, die komplexen geopolitischen Belange im Zusammenhang mit dem Schutz verfolgter Christen angemessen zu handhaben, wird von einigen Personen in Frage gestellt. Dies gilt insbesondere in Regionen wie China, wo das Verhältnis zwischen Kirche und Regierung besonders angespannt ist. Auf der anderen Seite haben viele, die die Bemühungen befürworten, sie als bedeutenden Schritt nach vorn gelobt. Sie machen auf Tagles Engagement für Inklusion, Mitgefühl und proaktives Handeln aufmerksam, die alle mit seinem unerschütterlichen Einsatz für unterversorgte Bevölkerungsgruppen übereinstimmen. In seinen abschließenden Bemerkungen betonte Tagle die Notwendigkeit, Maßnahmen zu ergreifen, um Menschen zu helfen, die Hilfe benötigen, und forderte eine konzertierte Aktion auf weltweiter Ebene. Außerdem forderte er seine katholischen Mitbürger auf, die Kampagne Faith in Solidarity zu unterstützen. Wenn Sie glauben, dass Geschichten wie diese es verdienen, gehört zu werden, drücken Sie den Subscribe-Button. Wir berichten über die menschliche Seite der Schlagzeilen, die oft übersehen wird, und Stimmen wie die von Kardinal Tagle verdienen eine Plattform. Die Grundlagen einer visionären Führungskraft. Am 21. Juni 1957 wurde Luis Antonio Tagle in einer sehr gläubigen und katholischen Familie geboren. Er war das erstgeborene Kind in seiner Familie, während seine Mutter, Milagros Gokim, chinesisch-philippinischer Herkunft war, stammte sein Vater, Manuel Topacio Tagle, aus Tagalog. Seine Mutter war philippinischer Abstammung. Milagros war bei der Equitable PCI Bank beschäftigt, bevor er sich voll und ganz seinem Familienleben widmete.
Die Ursprünge von Tegles väterlicher Genealogie lassen sich bis nach Imus, Cavite, zurückverfolgen. Sein Großvater Florencio war Mitglied der spanisch-christlichen Principalia, einer sozialen Elite, die bereits vor der Philippinischen Revolution von 1896 existierte. Da Florencio während des Zweiten Weltkriegs bei einer Bombenexplosion verletzt wurde, war Tegles Großmutter gezwungen, ein Café in der Nachbarschaft zu betreiben, um die Familie zu versorgen. Tegles schulisches Abenteuer begann in der St. Andrew's School in Parañaque, Rizal. In den Jahren 1973 und 1974 schloss er sowohl die Grundschule als auch die Highschool erfolgreich ab. Infolge seiner Freundschaft mit Priestern fühlte er sich zu einem Leben im religiösen Dienst berufen. Sein Eintritt in das von Jesuiten geleitete San Jose Seminar erleichterte ihm schließlich die Fortsetzung seiner Ausbildung an der Ateneo de Manila Universität. Nach seinem Abschluss an dieser Institution im Jahr 1973 mit einem Bachelor of Arts in Prädiktion erwarb er einen Master of Arts in Theologie an der Loyola School of Theology. Joseph A. Kamonczak war sein Professor an der Katholischen Universität von Amerika, wo er zwischen 1987 und 1991, als er dort war, einen Doktortitel in Sakraltheologie erlangte. In seiner Dissertation untersuchte er im Kontext der Lehre und Praxis Pauls VI. Das Konzept der bischöflichen Kollegialität. Kamonczak lobte Tegle als einen der außergewöhnlichsten Schüler, die er in mehr als 4 Jahrzehnten kennengelernt hatte. Kamonczak sagte auch, dass Tegle der bedeutendste Theologe Asiens geworden wäre, wenn er nicht den Weg des Bischofsamtes gewählt hätte. Außerdem erhielt Tegle die Ehrendoktorwürde sowohl von der Catholic Theological Union als auch von der La Salle University. Er setzte seine Ausbildung fort, indem er sich für Kurse am Institut der Universität Papst Paul VI. Einschrieb. Tegle bewies, dass er Spanisch, Französisch, Koreanisch und Latein lesen kann und darüber hinaus Tagalog, Englisch und Italienisch fließend beherrscht. Nachdem er am 27. Februar 1982 in der Diözese Imus die Priesterweihe empfangen hatte, machte er den ersten Schritt auf seinem Weg zum Priester. Nachdem er seinen Dienst als Hilfspriester in der Pfarrei San Agustin in Méndez Núñez, Cavite, begonnen hatte, übernahm er verschiedene Positionen, darunter von Anfang an die des geistlichen Leiters und des Rektors des Diözesanseminars von Imus. Nach Abschluss seiner Ausbildung in den Vereinigten Staaten diente er als Pfarrer der Kathedralenpfarrei Nuestra Señora del Pilar und als bischöflicher Vikar für Ordensleute. Außerdem war er Theologieprofessor am Seminar von San Carlos und am Seminar von Divine Word in Tagaytay, seine Berufung in die Internationale Theologische Kommission, wo er eng mit Kardinal Josef Ratzinger zusammenarbeitete, erfolgte 1997 durch Papst Johannes Paul II. Von 1995 bis 2001 war Tegle außerdem 5 Jahre lang Mitglied des Redaktionsausschusses für das Projekt Geschichte des Zweiten Vatikanums. Haben Sie eine Vorstellung davon, was für eine Führungspersönlichkeit Tegle ist und warum seine Führungsqualitäten in Frage gestellt werden? Was genau ist der Grund für den Streit, der sich um ihn dreht? Eine Führungspersönlichkeit des Mitgefühls und der Tat. Neben seinen Fachkenntnissen in Verwaltung und Theologie ging Tegles Wirken weit über diese Bereiche hinaus. Er verkörperte voll und ganz die Ideen, für die Papst Franziskus eintritt, und er war für seine Brillanz und Menschlichkeit bekannt. Seine Bemühungen konzentrierten sich stets darauf, denjenigen zu helfen, die entrechtet waren und darum kämpften, über die Runden zu kommen, was seine Leidenschaft zeigte, praktische Antworten zu finden und echte Veränderungen zu bewirken. Einige seiner wichtigsten Projekte wurden in den afrikanischen Ländern südlich der Sahara durchgeführt, einer Region, in der eine große Zahl von Katholiken aufgrund großer wirtschaftlicher Schwierigkeiten darum kämpfte, über die Runden zu kommen. Tegle beschränkte sich nicht nur auf ermutigende Worte, sondern setzte Maßnahmen in die Tat um, die realistisch waren. Unter seiner Leitung ging der Vatikan Partnerschaften mit den Städten der Umgebung ein, um Bildungs- und Berufsausbildungsprogramme zu finanzieren und so langfristige Wege zur Verbesserung der Lebenssituation der Menschen zu schaffen. Die Linderung der Armut war damals nur ein Aspekt seines Anliegens. Zusätzlich sollte der Glaube gestärkt werden.
Diese Initiativen zeigen das unermüdliche Engagement der Kirche, sowohl geistliche als auch materielle Not in umfassender Weise zu lindern. Tagle war eine wichtige Figur im Friedensprozess in Myanmar, einem Land, das zuvor durch politische und ethnische Gewalt zerrissen worden war. Er war sich darüber im Klaren, dass die Unterzeichnung politischer Vereinbarungen nicht das einzige war, was notwendig war, um Frieden zu schaffen. Es galt, die Diskussion zu fördern und die Kluft zwischen den verschiedenen religiösen Traditionen zu überbrücken, um den Gemeinschaften, die eine Spaltung erlebten, Hoffnung zu geben, entwickelte er ein Forum für Verständnis und Einheit, in dem er führende Vertreter der buddhistischen und katholischen Gemeinschaften zusammenbrachte. Darüber hinaus zeichnete sich Tagles Arbeit durch einen besonderen Ansatz zur Enkulturation aus. Im Rahmen der katholischen liturgischen Traditionen rief er dazu auf, Indigene Music, Kunst und Sprache aus den indigenen Gemeinschaften einzubeziehen. Aus seiner Sicht war die Kirche nicht nur ein äußeres Gebilde, das inmitten von Gesellschaften existierte, sondern vielmehr ein integraler Bestandteil dieser Kulturen. Durch seine Vision erhielten die Gemeinschaften die Möglichkeit, ihren Glauben auf authentische und wirksame Weise auszudrücken und so ihre Verbindung zur Kirche zu vertiefen. Während seiner Tätigkeit als Präsident von Caritas Internationalis war Tagle für die Kampagne Share the Journey verantwortlich. Ziel dieser Kampagne war es, die Aufmerksamkeit auf die Schwierigkeiten von Flüchtlingen und Migranten zu lenken. Sein Aktivismus war mehr als nur leere Worte. Bei seinen persönlichen Besuchen in Flüchtlingslagern im Libanon und in Jordanien kam er mit den Flüchtlingen ins Gespräch und hörte sich ihre Erfahrungen an. In der Zeit, in der er seine Plattform nutzte, um ihre Stimmen zu erheben und die Welt an ihre gemeinsame Menschlichkeit zu erinnern, war sein Einfühlungsvermögen unübersehbar. Eine Reihe dringender globaler Herausforderungen, darunter Klimawandel, Armut und Migration, wurden durch Tagles Führungsaufgaben angegangen. Da er den Schwerpunkt auf Taten statt auf Worte legte, war er maßgeblich an der Förderung der Beziehungen zwischen dem Vatikan und weltlichen Organisationen beteiligt. Zu seiner Vision gehörte eine Kirche, die sich für Gerechtigkeit einsetzt und sich mit der internationalen Gesellschaft solidarisiert, um systemische Probleme anzugehen. Im Jahr 2019 übertrug Papst Franziskus Tagle die Verantwortung für die Leitung der Kongregation für die Evangelisierung der Völker, was ihn an die Spitze der Bemühungen der Kirche stellt, das Evangelium den Menschen in der ganzen Welt zu vermitteln. In dieser Funktion konnte er die Weitergabe der katholischen Lehren überwachen, insbesondere in Regionen, in denen die Kirche eine enorme Expansion erlebte. Aufgrund seiner Zusammenarbeit mit Papst Franziskus, die auf gegenseitigem Vertrauen und gemeinsamen Überzeugungen beruhte, begannen viele Menschen, Tagle als potenziellen Kandidaten für das Amt des Papstes zu sehen. Tagles Führungsstil spiegelte Franziskus Bescheidenheit und Freundlichkeit wider, die es ihm ermöglichten, mit den Menschen, denen sie in ihrem täglichen Leben begegneten, in Kontakt zu treten. Ob er nun Fragen zur Theologie beantwortete oder mit Flüchtlingen aß. Er verkörperte den zugänglichen Charakter, der die Herzen von Millionen von Menschen gewonnen hatte. Es ist kein Zufall, dass er Erfolg hatte. Er entstand aus einer tiefen Hingabe an die Grundsätze des Mitgefühls und der Inklusivität, sowie aus der Entschlossenheit, Herausforderungen anzugehen, die auf der ganzen Welt vorherrschen. Auf dem Weg, der vor ihm lag, stieß Tagle jedoch auf eine Reihe von Hindernissen. Seine Fähigkeit, die Kirche durch ihre schwierigsten Zeiten zu führen, würde durch die komplexen Herausforderungen, die hinter dem Lob, das er erhielt, lauerten, auf die Probe gestellt werden. Aber warum sind viele weiterhin gegen Tagle? Könnte mehr hinter seiner Geschichte stecken? Oder hängt es mit der Aussicht zusammen, dass er die Nachfolge von Papst Franziskus an der Spitze der katholischen Kirche antreten könnte? Bleiben Sie dran, um es herauszufinden. Herausforderungen und Kontroversen auf dem Weg zum Papsttum. In den Diskussionen um den nächsten Papst wurde Kardinal Luis Antonio Tagle mehrfach als prominenter Anwärter genannt. Trotz der Tatsache, dass seine einfühlsame Führung und seine universelle Anziehungskraft Anerkennung gefunden haben, gibt es Beobachter, die sagen, dass sein Weg zum Papst alles andere als sicher ist. Seine enge Verbindung zu Papst Franziskus verschafft ihm zwar großen Respekt, stellt ihn aber auch vor eine Reihe von Hindernissen. Tagle muss zeigen, dass er mehr ist als nur ein asiatischer Franziskus und sich eine eigene Persönlichkeit schaffen, die im Kardinalskollegium Anklang findet, so die Einschätzung von Experten. Es wurde festgestellt,
dass es 3 wichtige Punkte gibt, die sich nachteilig auf seine Kampagne auswirken könnten. Zunächst ist festzustellen, dass Tegle mit einer starken Opposition anderer Bewerber konfrontiert ist, von denen der singapurische Kardinal William Goh der bekannteste ist. Goh ist wie Tegle asiatischer Abstammung und spricht Englisch, was der zunehmenden Bedeutung entspricht, die die Kirche den Heiden außerhalb Europas beimisst. Goh gilt als jemand, der in der Lage ist, mit den konservativen Fraktionen der Kirche in Kontakt zu treten. Für Tegle, der für seine progressiven Ideen bekannt ist, könnte es eine Herausforderung sein, Gohs Fähigkeit zu imitieren, mit diesen Gruppen in Kontakt zu treten. Ein weiterer Punkt, den man bedenken sollte, ist, dass Tegles progressives Image, obwohl es von vielen bewundert wird, auch gewisse Gefahren mit sich bringt. In der Kirche ist er ein entschiedener Befürworter der Gastfreundschaft. Er kämpft gegen eine Sprache, die Menschen trennt, und er setzt sich für Inklusivität ein, insbesondere in Bezug auf LGBTQ-Katholiken. Er warnte vor ethnischen und kulturellen Streitigkeiten, die die Mission der Kirche gefährden könnten, und griff populistische Bewegungen an, die seiner Meinung nach das Wesen der Einheit falsch interpretierten. Diese Warnung wurde auf einer Konferenz ausgesprochen, die vor kurzem in Lambeth stattfand. Es ist möglich, dass sich konventionellere Mitglieder der Kirchenhierarchie von diesen Überzeugungen abwenden, auch wenn sie unter progressiven Katholiken beliebt sind. Nicht zuletzt wurde von Gegnern bemängelt, dass Tegle nicht bereit ist, eine energischere Haltung zu Themen einzunehmen, die mit China zu tun haben. Die Verbindung zwischen dem Vatikan und Peking ist ein heikles und kompliziertes Thema, und es gibt andere, die der Meinung sind, dass Tegles relatives Schweigen zu diesem Thema seinen Bemühungen, Präsident zu werden, abträglich sein könnte. Beobachter waren der Meinung, dass andere Kandidaten eher bereit wären, sich diesen Schwierigkeiten unmittelbar zu stellen, was ihnen in den Augen der Kardinäle vielleicht einen Vorteil verschaffen könnte. Zusätzlich zu diesen spezifischen Herausforderungen hat Tegles Ähnlichkeit mit Papst Franziskus bei vielen, die ihn gesehen haben, sowohl Bewunderung als auch Angst ausgelöst. Analysten bemerkten, dass Tegles Sprache manchmal mit der von Franziskus übereinstimmte, insbesondere in Bezug auf Populismus und Migration. Sie erinnerten zum Beispiel an die Worte von Franziskus, die er nach seiner Rückkehr aus Kasachstan machte. Darin stellte er die Migration als eine Möglichkeit dar, das intellektuelle und kulturelle Umfeld des Westens zu verbessern. In ähnlicher Weise hatte Tegle vor Haltungen gewarnt, die der geistlichen Einheit der Kirche abträglich sein könnten, und die Notwendigkeit von Gastfreundschaft und Inklusivität hervorgehoben. Tegles Beliebtheit bei den Progressiven wurde durch die gemeinsamen Prinzipien, die er vertrat, verstärkt. Aber diese Überzeugungen banden ihn auch fest an das Erbe von Franziskus, was einige Gruppen innerhalb der Kirche als Nachteil betrachten könnten. Es scheint, dass diese Organisationen eine Führungspersönlichkeit bevorzugen würden, die ihre Unabhängigkeit unter Beweis stellen und einen neuen Blickwinkel auf die Situation einbringen könnte. Die Tatsache, dass Tegle als Erzbischof von Manila diente, war ein weiterer Faktor, der von Kritikern als kompliziert bezeichnet wurde. Infolge seiner scharfen Verurteilung des ehemaligen Präsidenten Rodrigo Duterte warf ihm der Manila Standard vor, sich im Namen der Kirche in die Parteipolitik einzumischen. Berichten zufolge waren viele, die Tegle kritisierten, der Ansicht, er sei zu weit gegangen, indem er politisch gefärbte Predigten zuließ, die die Regierung Duterte zu kritisieren schienen. Sie vertraten die Ansicht, dass solche Maßnahmen gegen den Verfassungsgrundsatz der Trennung von Kirche und Staat verstießen und äußerten Bedenken hinsichtlich Tegles Fähigkeit, politische Neutralität zu wahren. Einige waren der Meinung, dass der künftige Papst der geistlichen Führung eine höhere Priorität einräumen sollte als der politischen Tätigkeit. Und dieser Gedanke gab Anlass zur Sorge. Während seiner Amtszeit in Manila wurde Tegle wegen seines Umgangs mit Mitarbeitern, die sich unangemessen verhalten hatten, kritisiert. Kritiker behaupteten, dass er bestimmte Geistliche nicht in angemessener Weise für ihr Verhalten zur Rechenschaft zog, was zu Fragen über seine Fähigkeit führte, die Disziplin innerhalb der Kirche aufrechtzuerhalten. Einige Menschen fragten sich, ob es ihm nicht an der nötigen Entschlossenheit und Autorität fehlte, um die Weltkirche ordnungsgemäß zu leiten, weil er nicht standhaft genug war. Warum entschied sich Tegle, über die Schwierigkeiten, die ihn umgaben, zu schweigen? Und was veranlasste ihn, sich zu äußern, nachdem er diese Schwierigkeiten durchlebt hatte? Deshalb frage ich Sie, glauben Sie,
dass die Botschaft von Kardinal Tagle einen echten Wandel auslösen wird? Oder wird die Welt zu schnell weitergehen, wie es oft der Fall ist? Lassen Sie uns in den Kommentaren darüber sprechen. Ihre Stimme zählt hier. Und wenn Sie diese Geschichte berührt hat, dann lieben Sie das Video. Abonnieren Sie es für weitere Inhalte, die über die Oberfläche hinausgehen. Und teilen Sie es mit jemandem, der es hören muss. Danke fürs Zuschauen. Und denken Sie daran, manchmal kommen die kraftvollsten Predigten nicht von der Kanzel, sondern aus dem Herzen.